Tanzhaus Basel. Willkommen zu der Gesprächsreihe Moving Conversations, wo wir über das Tanzhaus Basel reden und die Menschen, die dahinter stehen, über ihre Arbeit, über ihre Kunst und das, was sie hier schaffen. Mein Name ist Naomi Gregoris und heute sitze ich hier mit der Geschäftsführerin des Tanzhauses und des Vereins Tanzhaus, Vanessa Prein, und dem Choreograf Sebastian Zuber, Choreograf und Tänzer und Künstler, damit das alles seine Richtigkeit hat. Willkommen. Vanessa und Sebastian, ich habe bei der Recherche erfahren, dass ihr beide ursprünglich aus derselben Richtung kommt. Es ist gar nicht Tanz, was ganz anderes, und zwar die Rechtswissenschaften. Vanessa, du bist Juristin, du bist Richterin am Strafgericht Basel-Stadt, ehemals CEO einer Kindertagesstättenorganisation, wo ich auch mal mein Kind hatte übrigens. War sehr toll. Sebastian, du bist Tänzer, Schauspieler und Choreograf, aber ursprünglich auch Jurist. Du hast einen Bachelor in Rechtswissenschaften. Jetzt, wie habt ihr beide den Weg zum Tanz gefunden? Also wie kommt man von den Rechtswissenschaften zum Tanz? Du als Künstler und du als Geschäftsführerin. Wie sah dieser Weg für euch aus? Soll ich? Auf Hochdeutsch. Gerne. Ja. Darfst auch Schweizerdeutsch, wenn es sein muss. Ja. Also es war so, die Rechtswissenschaften haben mir schon sehr gepasst. Also das fand ich schon sehr toll. Ich hatte dann aber irgendwie das Gefühl, ich müsste noch was ausprobieren, wo ich mich zu 100% hingeben kann. Das war in gewissen Teilen, ich hatte so ein kleines eine Assistenzstelle bei einer kleinen Anwaltskanzlei und fand das eigentlich super toll. Aber ich kann mich erinnern, dass einfach der Kontakt mit den Leuten war super und irgendwie Lösungen zu finden war super mit den Leuten zusammen. Aber was mir sehr, sehr schwer gefallen ist, ist einfach dann die restliche Zeit vor dem Computer zu sitzen und Texte zu verfassen. Was ich auch irgendwie gemerkt habe, es war nicht meine Stärke. Ist es immer noch nicht. Ich glaube, das haben aber viele Leute, dass die wie so einen Computerjob haben und dann so denken, wow, eigentlich ist es das nicht. Aber die wenigsten trauen sich dann sowas, naja, in Anführungszeichen Brotloses zu machen, wie die Kunst und dann noch den Tanz, den wir vorhin im Interview gehört haben, ist auch eher unterfinanziert, um es gelinde zu sagen. Du bist also irgendeinem Ruf gefolgt und hast auf dich gehört. Ich glaube, es war schon so, die Endlichkeit des Lebens war mir irgendwie schon damals irgendwie präsent. Und vielleicht auch noch ein Zusammenhang mit dem Versterben meiner Großmutter. Und ich hatte dann auch noch so einen wahnsinnigen Herzschmerz, wo ich irgendwie gedacht habe, ich muss jetzt irgendwas Radikales machen. Nicht nur Haare abschneiden, sondern irgendwie... sondern ich muss irgendwie was für mich tun. Und habe irgendwie dann gemerkt und hatte auch Freunde, die Schauspieler waren oder in der Schauspielschule waren. Und ich halt beobachten konnte, dass das nicht nur irgendwie im Studio oder auf dem Theater so komplett, die Hingabe so komplett da ist, sondern auch irgendwie in der restlichen Zeit des Alltages so vereinnehmend ist, dieses Leben. Vereinnahmend, ja. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert und habe gemerkt, dass ich das irgendwie noch in meinem Leben erfahren möchte, weil ich irgendwie immer das Gefühl hatte, ist es jetzt das so? Ja, oder ich weiß halt nicht, wann es fertig ist. So, das hört sich vielleicht so ein bisschen dramatisch an, aber ja, es war so. Und deswegen wusste ich, okay, tanzen kann ich jetzt, also damals, und das andere kann ich später noch machen, aber ich realisiere, Nie wieder. Nein, es interessiert mich immer noch, aber ich merke einfach, dass mir, zu sagen, dass ich Jurist bin, ist einfach verfehlt, weil mir da einfach die Grundkenntnisse schon sehr entschwunden sind. Also da müsste ich mich
sehr stark wieder damit beschäftigen, um sagen zu können, dass ich eine Ahnung hätte. Ja. Die entschwinden schnell. Ja. Ist es nicht wie Fahrradfahren? Nein. Wie ist es bei dir, Vanessa? Ich bin ja nicht in der eigentlichen Kunst Ja. tätig. Mhm. Ich bin ja als Geschäftsführung tätig und deshalb mehr oder näher bei meinem ursprünglichen Beruf der Juristerei wie beim Tanz. Insofern. Aber du hast ja trotzdem die Entscheidung getroffen hier am Tanzhaus. Ja, wie die Jungfrau zum Kind bin ich dazu gekommen. Ich bin von der Familie Eckenstein angefragt worden, ob ich Interesse hätte. Und dann habe ich ja gesagt. Ich hab nicht den Anspruch, eine Ahnung von Tanz zu haben. Ich habe meine Karriere mit 4 beendet als Ballerina, gänzlich unbegabt. Aber du hattest Ich hatte eine. Ich habe so einmal auf die Bühne geschafft als Hase und bin für mich ist es nur als Konsument. Das ganze Thema Kunst, Kultur war als Konsument oder ist als Konsument ein Thema, war ein Thema. Und aber irgendwas hat dich ja doch dazu bewogen, dazu zu sagen? Mich hat primär natürlich einfach das Projekt als Ganzes angezogen, ja zu sagen. Also die Idee von Colin Eckenstein, die Idee von Gabriel Eckenstein, auf diesem Frank-Areal etwas zu entwickeln und das mit aufbauen zu können. Aber hattest du vorher einfach mit Tanz per se? Nur als Konsumentin. Ja. Oder eben Tanzkurs während der Schulzeit, weil man irgendwann mal mit 18 auf einen Ball eingeladen war. Aber das hat ja mit der Kunst nichts zu tun, sondern das ist Handwerk, Tanz, Walzer oder sonst was. Und sonst nur als Konsumentin. Ja. Hat es dein Verhältnis zu Tanz verändert, seit du hier bist? Ja, weil ich jetzt natürlich in der engen Zusammenarbeit vor allem mit Joachim Schlömer sehr viel erfahre und mitbekomme, was er jeweils zu Tanzstücken sagt, die wir gemeinsam schauen. Ja, und auch wie etwas entsteht. Den Prozess kannte ich nicht. Sebastian, du bist sogenannter Associate Artist am Choreografischen Zentrum. Das ist einer der 3 Schwerpunkte, die dieses Haus vereint. Also es gibt einerseits den Communal Space, Community Art Space, Dankeschön, wo es um lokale Tanzförderung geht und gemeinschaftliche Projekte. Dann gibt es das Labor Tanz und Medien, wo Brigitte Fessler Associate Artist ist. Und du bist beim Choreografischen Zentrum. Und da, wenn ich das richtig verstanden habe, bekommen KünstlerInnen, in deinem Fall jetzt du, für 1 Jahr die Möglichkeit, an einem Werkstück zu arbeiten. Mhm. Jetzt für Leute, die nicht wissen, was das bedeutet. Erstens mal, was ist ein Werkstück? Und zweitens, wie entwickelt man sowas und wie entwickelt sich sowas? Manchmal entwickelt es ja auch eine Eigenständigkeit. Ja, also ich meine, man ist ja als Tänzerin oder Choreografin immer irgendwie an etwas dran. Man versucht verschiedene Sachen aus und so weiter. Das ist so die eine Arbeit, die man neben den Geldjobs macht. Und dann beim Erarbeiten eines Stückes geht es um eine Produktion, die öffentlich zugänglich ist, die Zuschauer akquiriert und die eine gewisse öffentliche Tragweite haben muss. Oder sollte vielleicht. Und die von dir auskommt und wo du nicht einfach eines der Rädchen bist. So. Genau. Ja, genau. Das ist eigentlich noch, ja, es gibt natürlich auch andere Situationen, wie zum Beispiel am Opernhaus, da gehe ich als Choreograf hin und trage meine choreografische Arbeit bei. Genau. Und in diesem Fall ist es eigentlich meine Initiative, die dazu führt, also einerseits die Kooperation mit dem Tanzhaus, die mir einen Co-Produktionsbeitrag stellen, Technik, Öffentlichkeitsarbeit, Räumlichkeiten. Und dann geht es aber noch darum, die weitere Gelder zu akquirieren, Stiftungen, Kantone und so weiter. Genau. Und dann natürlich die Entwicklung selbst. Und das mache ich hier und aber auch in anderen Studios und schlussendlich kurz vor der Premiere dann konzentriert hier.
Und wie man jetzt daran herangeht, es ist, ich würde sagen, sind in meinem Fall, das ist natürlich nicht für jede oder jeden dasselbe, aber ich habe politische Themen oder Themen, mit denen ich mich auseinandersetze, und wenn mich das irgendwie lange genug irgendwie inspiriert, kommen mir dann die Ideen, was ich da auf der Bühne machen könnte dazu. Es ist jetzt nicht so, dass ich mir jedes Mal überlege, ich könnte ein Stück aus diesem Thema machen, aber wenn ich das Gefühl habe, da gibt es Schnittstellen. Was sind das für Themen zum Beispiel? Ich glaube, es sind schon hauptsächlich sozialpolitische Themen, wo zum Teil auch Grundrechte von einem Individuum, den moralischen Vorstellungen oder auch oder anderen Rechten des Rest der Bevölkerung sich gegeneinander gegenüberstehen, und dieses Abwägen von der individuellen Freiheit und die Ertragbarkeit für den Rest der Gesellschaft. Und ja, genau, wie viel Freiheit gibt die Gesellschaft dem Individuum, die individuelle Freiheit ausleben zu können. Genau. Also es geht auch immer um so die Position eines Individuums in einem Gefüge und was dieses Gefüge ausmacht und inwiefern sich das Individuum darin verhält und bewegen kann und was so die Normen zum Teil sind. Genau, was sind die Limitationen, was ist die Grenzen. Ja, wo sind die Grenzen und wie werden die dann auch aufgezeigt oder ausgelotet. Oder ausgelotet, genau. Und wenn man jetzt, wenn du jetzt so überlegst, wie dein künstlerischer Prozess aussieht, also du hast gesagt, ich lese Nachrichten oder beschäftige mich mit der Welt und dann bleibt irgendwas hängen und dann kommt es immer wieder und dann irgendwann denke ich, jetzt muss ich das auf die Bühne bringen. Ist das so machst du dann auch noch eine Recherche und du häufst so Wissen an und dann entwickelt sich alles irgendwie, oder ist wie alles da und du trägst es so ab und suchst so eine Essenz? Weil es gibt, also das finde ich eben so interessant, es gibt in der Kunstgeschichte diese Unterscheidung von jetzt in der Bildhauerei Skulptur und Plastik. Und Plastik, beides hat am Ende eine Skulptur. Plastik ist aber das Anhäufen von Material und das Modellieren. Und bei der Skulptur sagt man, hast du einen Block und du haust es hinaus. Du suchst quasi so nach der Essenz. Wie ist das bei dir und was ist die Essenz, die du suchst? Zum Teil sicher auch Recherche. Ich würde aber sagen, dass meine Arbeit sehr intuitiv ist. Das heißt, es ist mein Weltverständnis. Es ist nicht eine wissenschaftlich schon, natürlich ich muss natürlich irgendwo starten, aber ich kann nicht, ich behaupte nicht wissenschaftliche Fakten, sondern mein Verständnis der Welt und wie ich es sehe, und hoffe, mit dieser Ansicht auf Leute zu erreichen, die dasselbe empfinden. Das wollte ich dich jetzt eben fragen. Wenn du das machst, diesen Prozess der Entwicklung für dich oder des dir überlegen, recherchieren, bindest du einen Gedanken daran schon ein, ob das mögliche Zuschauer anspricht, ob das mögliche Zuschauer interessiert, ob sie es verstehen, oder was ist dein Anspruch, was diese Zuschauer davon mitnehmen? Sollen sie es schön finden? Sollen sie nachdenken darüber? Weil ich komme aus der Welt, eben Ballett, vor 30 Jahren Ära Spörli am Theater, da wurden ja Märchen erzählt im Ballett. Nussknacker zum Beispiel oder Schwanze ist ja schlussendlich irgendwie ein Märchen. Und das war damals ja wenig gesellschaftskritisch, sondern hauptsächlich war es schön. Und es ist ja auch so, wenn man die Leute auf der Straße fragt, was versteht ihr unter Tanz, dann meinen sie Ballett, alle die meisten. Menschen in einem Tütü auf einer Bühne. Genau. Und deshalb so, wenn die Frage, oder
das, was du machst, oder ich kenne ja das Konzept von deinem Stück und das hat ja mit einem Märchen nichts zu tun. Das ist die Realität, das ist deine Geschichte oder eben etwas Gesellschaftsrelevantes. Überlegst du dir das in dem Moment? Kommt das bei den Leuten an? Wie kommt es an? Mache ich das fürs Publikum? Mache ich es für mich? Ich glaube, ich bin nicht, weil mein Hintergrund ist ja nicht so, dass ich schon immer in der Kunst war. Das heißt, mein Umfeld besteht aus allen möglichen von Leuten. Das heißt, ich habe das Gefühl, ich verstehe ein bisschen meine Umgebung. Und meine Gedanken kommen da an. So. Und weil das so breit gefächert ist, denke ich, dass es relativ viele Leute damit was anfangen können. Deswegen überlege ich mir das nicht aktiv, sondern habe das Gefühl, ich spreche mit Naomi darüber, mit Vanessa das sind so die Themen, ich beschäftige mich auch darin und dann kommen mir so neue Perspektiven und denke, das wäre auch in einem Diskurs bei einem Glas Rotwein auch interessant. Aber du denkst an einen Diskurs, du denkst nicht an einen Monolog. Du bist nicht nur bei dir in der Arbeit, sondern du denkst eigentlich die ZuschauerInnen mit ein, so wie ich das verstehe. Es geht ja um dieses Selbstverständnis als Künstler. Arbeite ich einfach für mich und geht es hier darum, dass ich was arbeite und dann stelle ich es aus und dann bin ich so weg? Oder geht es darum, eine Verbindung einzugehen, wo das Publikum auch schon antizipiert ist? Ja, ich glaube, ja, darin liegt schon auch die Motivation. Ich glaube, so für mich das zu erforschen im Studio, das ist für mich jetzt nicht... Es gibt Künstlerinnen, die das haben, die einfach sagen, ich will mich mit dem auseinandersetzen. Und ich glaube, für mich ist schon das Hauptziel, etwas zu machen, wo dann irgendwie was zurückkommt und hoffentlich irgendwie ein Verständnis. Nicht, dass man der gleichen Meinung ist, aber irgendwie ein Verständnis für das. Genau. Das andere ist natürlich, wenn es darum geht, Gelder zu akquirieren oder Gelder zu bekommen, muss ich mich dann aber doch wieder damit auseinandersetzen, wie ist dieses Konzept. Wie kannst du es verkaufen? Ja, ein Stück weit. Genau. Wie kommt es dazu, dass dann eine Förderinstitution sagt, das ist jetzt nicht nur deine Geschichte, du erzählst jetzt deinen Leidensweg oder was auch immer, schön, sondern hat das irgendwie für die Gesellschaft eine weitere Bedeutung? Oder bleibt es nur bei der Dokumentation deines Lebens? Und für wen ist das, also relevant? Ist das ja relevant? Die Frage der Relevanz. Genau. Und dann brauchst du so einen gesellschaftsrelevanten Überbau, um das quasi dieses Geld zu bekommen, damit du überhaupt in die künstlerische Arbeit gehen kannst. Aber die künstlerische Arbeit ist ja nicht nur dieser Überbau, ganz im Gegenteil. Das entwickelt sich ja dann auch. Und das, in glaube andere ich, ist Richtungen. wirklich, also das denke ich, ist wirklich für mich auch ein Problem zum Teil. In der Förderung. Ja, weil ich einfach glaube, dass es unterdessen so dermaßen schriftlastig ist, dass dieses Intuitive, dieses Zwischenmenschliche, was zum Beispiel mir sehr schwer fällt zu formulieren, dass man das nicht herantragen kann. Im 30-seitigen Antrag und der Tabelle. Genau. Ja. Das finde ich sehr, sehr schwierig. Ja, oder auch einfach eben, wenn du nicht so stark bist im Schriftlichen. Es gibt ja jetzt auch die Möglichkeiten bei ein paar Förderstellen, dass man Videos macht und erzählt, aber selbst das ist ja auch eine total eine Hürde für viele Menschen. Ja. Und wie kriegst du das hin? Genau, und dann geht es um die Qualität, dann fühlt man sich wohl vor der Kamera, ist jemand sich gewohnt vor der Kamera, jemand, der Theaterschauspielerin ist, findet das vielleicht gar nicht lustig, ein Video zu machen, kann aber gleichzeitig nicht schreiben. Also gut, ich denke, natürlich der Ansatz ist natürlich da, um eine Lösung zu finden, oder das in einem guten Willen. Mit einem guten Willen wird gesagt, also kommt und dann öffnen wir das auch für andere Medien wie Video. Aber ich glaube einfach, dass es
ja, es bleibt einfach schon auch, oder es wird immer, in meiner Ansicht nach, es bleibt so elitär. Es bleibt so, wer sich so ausdrücken kann, hat eine Chance. Und die das nicht können, die kommen gar nicht über die erste Hürde weg. Das ist auch das, was ja an den Kunsthochschulen gelehrt wird. Also du hast eigentlich ein ganzes Seminar zu Anträge schreiben. Und das kann man gut finden, aber man kann natürlich auch das System kritisieren, dass das überhaupt erfordert. Aber die Frage ist halt dann, was wäre die Alternative? Ja. Und darum geht es ja nicht nur bei Anträgen für KünstlerInnen, sondern auch bei, wenn man Geld sucht als Verein oder als ganze Institution. Also ich bin sicher, da hattet ihr auch schon eure Herausforderungen. Ja, die kommen hauptsächlich erst noch, weil wir sind im Aufbau begriffen und wir müssen ja uns zuerst präsentieren, bevor die Leute glauben, dass wir da sind. Das ist so ein bisschen diese Diskussion. Mhm. Ich glaube, bisher war es für viele so, ja, erzählt, das ist ganz schön, was ihr da plant und was ihr da alles erzählt, aber zeigt es einmal. Und es ist ja erst jetzt, eigentlich seit wenigen Wochen, etwas da. Und jetzt ist es in der Winterpause, weil zu kalt. Es ist furchtbar kalt, wie alle sehen. Genau. Nein, ich glaube, du musst auch in Vorleistung gehen, wenn du einen Antrag stellst. Mhm. Und wir müssen auch in Vorleistung gehen, um zu zeigen, hey, wir sind hier, wir bieten etwas. Wir bieten auch etwas für Gesellschaftsrelevantes, hoffentlich für die Zuschauer, für Künstler. Ja. Du hast vorhin Sebastian die Frage gestellt, wie er das Publikum mitdenkt. Wie denkt ihr als Tanzhaus das Publikum mit? Ihr habt ja auch, ich habe immer wieder gelesen, dass es euch wichtig ist, einen niederschwelligen Zugang für alle Bevölkerungsgruppen zu schaffen. Wie sieht da dieser Prozess aus und eure Gedanken dahinter und dann die Ausführung? Ich glaube, zum künstlerischen Prozess musst du dann Joachim Schlömer befragen, weil er ja der ist, der sich auch mit Colin Eckenstein zusammen überlegt, welche Stücke könnten auf Interesse Gibt es auch ein Gespräch stoßen. Mit ihm? Genau, ja. Weil da bin ich dann die falsche Ansprechperson. Das mit der Niederschwelligkeit ist das, ich habe jetzt in letzter Zeit von sehr, sehr vielen Menschen gehört, wir würden ja gerne, aber wir können es uns nicht mehr leisten. Theater, Kunst, Kultur, egal was, auch Kino ist einfach sehr teuer geworden. Und wir möchten gerne, dass es nicht daran scheitert, dass sich die Leute es sich nicht leisten können, zu uns zu kommen. Und deshalb wollen wir auch hoffentlich mit Kulturpatenschaften dann im nächsten Jahr die Ticketpreise einfach auch möglichst gering halten, dass sich die Leute leisten können. Was würde dann gering bedeuten? Ja, wir sind da noch in der Diskussion. Aber nein, wir hatten jetzt wirklich günstige Eintrittspreise um die 30 Franken. Also wenn man das vergleicht mit anderen Institutionen, sind wir da am unteren Ende. Mhm. Aber wir sind in der Diskussion, wir müssen es uns ja auch leisten können. Also wir müssen ja auch Geld verdienen irgendwie. Wir können ja nicht nur unterstützen. Und dann eben der Community Art Space, der sich dann langsam öffnen wird und öffnen soll für alle möglichen Bevölkerungsgruppen im nächsten Jahr. Mhm. Aber wir werden sehen, ob unsere hehren Ziele dann auch ankommen. Ich glaube schon. Ich habe da Zuversicht. Ja, wir auch. Nein, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber schlussendlich entscheidet dann der Konsument. Ja, stimmt. Wie am Ende oft. Ja. Gut, wir sind gespannt. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke fürs Dasein. Danke. Danke dir. Tanzhaus Basel.